Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des ukrainischen NLAW-Schützen von CMK im Maßstab 1:35. Nachdem ich schon den Javelin-Schützen von Dan Models vor einiger Zeit vorgestellt habe, ist nun die nächste berühmt-berüchtigte Panzerabwehrrakete im Dienst der ukrainischen Streitkräfte an der Reihe, nämlich die NLAW. CMK ist eine wohlbekannte Marke aus Tschechien, welche schon sehr lange im Geschäft ist und den meisten wegen ihrer zahlreichen Zurüstteile für verschiedenste Bausätze ein Begriff sein dürfte. Auf dem Zurüstmarkt deckt CMK wirklich ein gewaltiges Spektrum ab und so überrascht es nicht, dass die auch einige Figuren im Angebot haben. Die vorliegende Figur wurde schon im späten Frühjahr 2022 angekündigt und natürlich konnte ich nicht umhin, sie gleich vorzubestellen, aber es hat dann noch fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis die Figur ausgeliefert wurde. Jetzt ist sie da und daher möchte ich euch die Figur gleich mal näher zeigen. Vorher aber noch ein paar Worte zur NLAW an sich. NLAW steht für Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Dieses vornehmlich zur Panzerabwehr gedachte Fire-and-Forget-System wurde gemeinsam von schwedischen und britischen Firmen ab dem Jahr 2002 entwickelt und ab 2007 von einigen Ländern in Dienst gestellt. Interessant ist dabei, dass an der Fertigung zahlreiche Rüstungsfirmen auf dem ganzen europäischen Kontinent beteiligt sind. Der Gefechtskopf kommt zum Beispiel aus der Schweiz, andere Komponenten aus Schweden und Großbritannien. Das ist also wirklich ein multinationales Waffensystem. Ähnlich wie bei der Javelin gibt es zwei Angriffsarten, nämlich den Overfly Top Attack, also der Angriff von oben während des Überfluges, und Direct Attack, also der direkte Anflug aufs Ziel. Der Unterschied ist allerdings die mögliche Kampfentfernung. Diese beträgt maximal 800 Meter, minimal aber nur 20 Meter, was diese Panzerabwehrwaffe ideal für den Häuserkampf macht. Dank der nur sehr kurzen Flugzeit der Rakete können die Soldaten sehr schnell auf eine Bedrohung reagieren und sie ausschalten. Bei der Javelin dauert es meistens alles ein bisschen länger. Selbstredend knackt die NLAW auf Anhieb so gut wie alles, was die russische Armee bisher in der Ukraine aufbieten konnte, und hat sich zusammen mit der Javelin, Stugna P und der Panzerfaust 3 einen schon fast legendären Ruf erworben. Wie viele NLAWs die Ukraine verfügt, ist nicht bekannt, aber man darf mit Sicherheit von Tausenden ausgehen. So viel zur NLAW, schauen wir uns jetzt mal die Bauteile der Figur näher an. Die Verpackung ist für eine Figur dieser Art doch eher untypisch, aber wie gesagt, CMK ist eher auf dem Zurüstmarkt tätig und da verwendet CMK eigentlich immer solche Verpackungen für irgendwelche Zurüstteile aus Resin oder Fotoads und was auch immer. Also da ist es nur konsequent, dass man da eben auch eine Figur so verpackt. Ja, ist so eine Blisterpackung mit einem Karton dabei, sehr stabil, also da sollte auf dem Transport und bei der Lagerung auf jeden Fall nichts kaputt gehen. Sehr schön. So, ich habe die Figur mal ausgepackt für euch und mal alle Teile hier ausgebreitet. Gleich mal eins vorneweg. Die Figur an sich, das sind Resinteile, die Bewaffnung, das sind 3D gedruckte Teile und wir bekommen sogar, was für Figuren sehr ungewöhnlich ist, einen Abziehbilderbogen. Das ist doch sehr interessant. Wird auch hier bei diesem Beipackzettel nochmal genau darauf eingegangen und wir haben hier innen sogar noch so eine kleine Bauanleitung bzw. sogar eine Bemalungsanleitung für die NLAW. Das ist doch mal vorbildlich. Also da können sich andere Hersteller auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Schauen wir uns das Ganze jetzt aus der Nähe an. Wie man sehen kann, das sieht doch ganz passabel aus. Ich habe früher schon mal Figuren von CMK verwendet und war da nicht so richtig beeindruckt davon. Aber auch die haben sich natürlich in den letzten Jahren verbessert und man sieht, das sieht schon ziemlich gut aus. Vielleicht nicht auf höchstem Niveau, aber doch auf jeden Fall zufriedenstellend. Man sieht es hier zum Beispiel am Faltenwurf, der ist sehr scharfkantig hier an der Hose. Ist jetzt Geschmackssache. Ich mag das immer nicht, wenn das so stark überzeichnet ist, aber jeder wie er will. Natürlich ein bisschen was zum Versäubern haben wir hier auch. Natürlich hauptsächlich hier unten dieser Angusblock, aber auch hier zwischen den Beinen ist so eine dünne Resinhaut und auch hier jetzt am Stiefel da unten drin. Diesen Knuppel, den würde ich auch irgendwie entfernen, wenn es irgendwie geht. Aber so blasenfrei das Ganze und eigentlich auch kein
störender Grat oder so. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, hier oben Schutzweste und hier diese Munitionstaschen. Sehr scharf detailliert. Also ja, alles in allem gefällt mir das sehr gut. Dann hier der Kopf. Der Soldat trägt hier, ja, wie man es oft sieht, so eine Balaklava, also so eine Art Skimaske. Das ist ganz typisch. Ja, Schutzhelm, Schutzbrille und so weiter. Sehr fein detailliert. Auch hier jetzt der Riemen vom Helm. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Was die Augen angeht, das sieht ein bisschen weich aus. Ich meine, mit Farbe kann man alles richten, aber je schärfer die Augen definiert sind, desto leichter tut man sich dann auch bei der Bemalung natürlich. Weiterhin finde ich nicht so gut hier, wie dieser Angusblock positioniert ist. Der wäre natürlich hier unten am Hals ein bisschen geschickter gewesen, nachdem jetzt hier oben am Helm doch relativ viele Details sind. Also zum Versäubern ist es nicht ganz einfach, aber geht natürlich. Aber hätte man eleganter lösen können. Dann haben wir hier die beiden Arme. Auch hier sind die Falten vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber nicht so extrem wie an der Hose. Ein bisschen Fischhaut hier und da, aber das ist leicht zu versäubern. Die Hände sind okay, habe ich zwar schon schöner gesehen, aber die sind auf jeden Fall so in Ordnung. Und schönes Detail hier auch, diese typische Armbinde, entweder in Gelb oder Dunkelblau, je nachdem, wie man es eben oft auch sieht bei den ukrainischen Soldaten. Ja, hier sind die Anguspunkte ein bisschen geschickter gewählt. Sollte sich auf jeden Fall doch ganz gut versäubern lassen. Die Bewaffnung des Soldaten liegt, wie gesagt, in Form von 3D gedruckten Teilen bei. Das finde ich ganz interessant. Hier mal die N-Law. Da ist natürlich noch ein bisschen Stützstruktur zu versäubern. Aber man kann sehen, die Details sind wirklich sehr scharf. Hier der Tragegurt zum Beispiel, der ist hier auch durchbrochen und so weiter. Das geht natürlich nur, wenn man das druckt. Also ich sehe jetzt hier keine Stufen oder irgendwelche Unsauberkeiten. Also das macht einen sehr guten Eindruck. Hier dann noch zwei Kleinteile. Die waren mit Sicherheit hier auf der Grundplatte mal befestigt. Das eine ist eine Optik, das andere irgendein Stützfuß oder so. Irgendeine Stelze, keine Ahnung. Da bin ich nicht tief genug im Thema drin. Aber da haben wir noch ein bisschen was zum Versäubern und zu kleben. Und hier das Sturmgewehr AK-74. Auch sehr fein detailliert. Mir ist vorhin beim Auspacken schon hier die Mündung abgebrochen. Also das Ganze ist wirklich extrem filigran. Muss man echt aufpassen. Aber so hier detailmäßig überragend. Also das könnte man jetzt so aus Resin oder Plastikspritzguss eigentlich nicht fertigen. Macht was her. Sehr schön. Ja, eine interessante Entscheidung. Hier klassischen Resinguss mit 3D gedruckten Teilen zu mischen. Aber ja, wie man sieht, das Ganze hat seinen Sinn. Und zu guter Letzt noch die Abziehbilder. Das ist ein feiner Zug, dass es beiliegt. Machen andere Hersteller nicht so. Die Abziehbilder sind gedacht hier für die N-Law. Da sind also allerhand Markierungen und Beschriftungen drauf. Trägerfilm ist sehr groß, wie man sehen kann. Den sollte man ein bisschen trimmen, aber ich gehe davon aus, dass sie sich gut verwenden lassen. Und wie gesagt, top, dass es beiliegt. Ich habe dann die Bauteile auch gleich alle versäubert und die Figur mal montiert, damit ihr sehen könnt, wie das dann aussieht, wenn es beieinander ist. Ja, die Bauteile versäubern, das ging wirklich ziemlich gut. Auch bei den Bauteilen, wo ich ein bisschen skeptisch war, wie zum Beispiel beim Helm oder auch bei den Armen. Also das ging eigentlich ganz gut. Es gibt noch ein paar Stellen,
wo man ein bisschen nacharbeiten muss. Zum Beispiel hier dieser Übergang, da ist noch so eine kleine Lücke und das sieht ein bisschen holprig aus. Da werde ich noch ein bisschen Mr. Surfacer reinschmieren und auch hier unten an der Hose. Das ist noch ein bisschen unsauber hier. Ist auch wirklich schwer, da das überschüssige Material rauszukratzen. Da werde ich auch mit Mr. Surfacer arbeiten. Und hier ist ein kleines Luftloch. Das macht die Stiefelspitze ein bisschen dünnwandig, sage ich mal. Aber das wäre es auch schon. Und ja, wie man sehen kann, das sieht sehr ansprechend aus. Passgenauigkeit war eigentlich auch ganz gut. Auch ganz interessant, wie der hier diesen N-Law-Werfer hält. Das hat alles wirklich sehr gut gepasst. Also eine schöne Figur. Auf jeden Fall ein bisschen besser, als ich das erwartet hätte von CMK, wenn ich ehrlich bin. Aber auch die haben eben in den letzten Jahren ein bisschen zugelegt. Alles in allem also eine sehr schöne Figur. Die braucht sich jetzt detailmäßig auch nichts nachsagen lassen. Ist auf hohem Niveau, so wie wir das auch erwarten. Schön ist auch, dass wir eine kleine Bauanleitung bekommen und auch Abziehbilder. Das sieht man nicht alle Tage bei Figuren dieser Art. Interessant finde ich auch den Materialmix. Resin ist meiner Meinung nach eigentlich eines der besten Materialien für Figuren an und für sich, also für Köpfe, Kleidung, Körperteile und so weiter. Da ist es eigentlich unübertroffen. 3D-Druck eignet sich dafür nicht so gut, ist aber eben gut für feste Objekte. Gebäude, Waffen, Fahrzeuge und so weiter. Da eignet sich das ziemlich gut. Und ich finde, da hat CMK hier praktisch einen guten Mix gefunden und eben beide Materialien hier sinnvoll kombiniert. Preislich liegt die Figur zwischen 12 und 13 Euro. Das ist eigentlich ganz ansprechend als Preis. Also wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Herstellern, die gehen teilweise schon auf die 14, 15, 16 Euro Marke zu. Da sind 12 Euro eigentlich ganz angemessen. Also finde ich gut. Ist für das, was man bekommt, auf jeden Fall ein fairer Preis. So viel zu dieser Figur. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.